Hallo und willkommen zu unserem Kanal. Heute beschäftigen wir uns mit einem wichtigen Werkzeug für Führungskräfte, der Stacey-Matrix. Dieses Modell hilft Ihnen, die Art und Weise zu verstehen, wie Sie unterschiedliche Herausforderungen angehen können. Lassen Sie uns gemeinsam erforschen, wie Sie durch die richtige Klassifikation von Problemen und deren Lösung Ihre Lösungsstrategien optimieren können. Die Stacey-Matrix ist ein Modell von Ralph Douglas Stacey. Und dieses Modell hilft, Probleme und Herausforderungen auf 2 Achsen zu klassifizieren. Die Achsen sind was, also die Anforderungen oder das Problem selbst, und wie, die Art der Problemlösung bzw. der Lösungsweg. Beide Achsen reichen von bekannt, klar bis unbekannt, unklar. Diese Matrix hilft Führungskräften zu verstehen, wie sie mit verschiedenen Arten von Herausforderungen umgehen sollten. Hier die Achsen im Detail. Die Was-Achse beschreibt die Klarheit der Anforderungen. Wie klar und bekannt sind die Anforderungen, mit denen sie konfrontiert werden? Die Wie-Achse beschreibt die Klarheit der Problemlösung. Wie bekannt und klar ist die Art und Weise, wie Sie das Problem lösen können? Die Achsen teilen die Matrix dann in 4 Grundbereiche auf, die jeweils unterschiedliche Strategien erfordern. Lassen Sie uns nun die 4 Bereiche der Matrix genauer betrachten. Einfach. In diesem Bereich sind sowohl das Was als auch das Wie klar und bekannt. Die Anforderungen sind eindeutig und es gibt etablierte Methoden zur Problemlösung. Ein Beispiel wäre die routinemäßige Buchhaltung in Ihrem Unternehmen. Hier können Sie standardisierte Prozesse anwenden. Kompliziert. Wenn das Was noch klar ist, aber das Wie unklarer wird, kommen Experten ins Spiel. Die Anforderungen sind bekannt, aber die Problemlösung ist nicht mehr so einfach und benötigt spezielle Fachkenntnisse. Ein Beispiel könnte die Implementierung einer neuen IT-Infrastruktur sein, die detaillierte Planung und Expertenrat erfordert. Komplex. In diesem Bereich ist das Was nicht mehr klar und gegebenenfalls auch mehrdeutig. Und das Wie ist ebenfalls unbekannt. Die Anforderungen sind nicht vollständig bekannt und die Lösung muss durch Experimente und Anpassungen gefunden werden. Ein Beispiel wäre die Anpassung an sich schnell ändernde Markttrends oder die Entwicklung neuer Produkte. Hier ist Flexibilität und iterative Anpassung gefragt. Chaotisch. Hier sind sowohl das Was als auch das Wie sehr unklar. Die Situation erfordert sofortige Maßnahmen, um Stabilität zu schaffen. Ein Beispiel könnte eine plötzliche Unternehmenskrise sein, bei der schnelles Handeln nötig ist, um Schäden zu begrenzen und die Lage zu stabilisieren. Wie wenden Sie die Stacey-Matrix nun in Ihrem Führungsalltag an? Hier sind einige Schritte, um dies zu tun. Klassifizieren Sie das Problem. Bestimmen Sie, in welchem Bereich der Matrix Ihr aktuelles Problem liegt. Ist es einfach, kompliziert, komplex oder chaotisch? Wählen Sie die passende Strategie. Abhängig von der Klassifikation wählen Sie die entsprechende Strategie. Bei einfachen Problemen nutzen Sie Standardverfahren und Anleitungen. Bei komplizierten Problemen ziehen Sie Experten hinzu und nutzen detaillierte Analysen. Bei komplexen Problemen setzen Sie auf Experimente, kontinuierliche Anpassungen und agile Praktiken. Bei chaotischen Situationen handeln Sie schnell und schaffen Sie zuerst Ordnung, bevor Sie eine langfristige Strategie entwickeln. Implementieren und anpassen. Setzen Sie Ihre Strategie um, aber bleiben Sie flexibel. Besonders bei komplexen und chaotischen Problemen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob die Strategie effektiv ist und passen Sie sie nach Bedarf an. Wenn Sie mehr Informationen, Anleitungen, Checklisten und Unterstützung bei der Ergebnisverbesserung in Ihrem Unternehmen benötigen, dann schauen Sie mal auf meiner Webseite vorbei. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen. Und nun lassen Sie uns eine kurze Fallstudie betrachten. Ein Unternehmen plant die Einführung eines neuen Produkts in einem unsicheren Markt. Das Was ist unklar, da der Markt sich schnell verändert. Auch das Wie ist unsicher, da innovative Ansätze erforderlich sind. Das Unternehmen wählt daher einen experimentellen Ansatz und etabliert ein agiles Team, um durch Tests und Anpassungen die beste Strategie zu finden. Diese iterative Vorgehensweise hilft Ihnen, erfolgreich zu navigieren und sich an neue Bedingungen anzupassen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stacey-Matrix dabei hilft, die Klarheit von Anforderungen
und Problemlösungen zu verstehen und die passende Strategie zu wählen. Durch die richtige Klassifikation können Sie Ihre Entscheidungsfindung verbessern und Ihre Herausforderungen effektiver bewältigen. Vielen Dank, dass Sie sich mein Video angesehen haben. Wenn Ihnen die Inhalte gefallen haben, freue ich mich sehr über ein Like. Abonnieren Sie diesen Kanal für weitere wertvolle Einblicke und Tipps für Führungskräfte. Teilen Sie das Video mit Ihren Kollegen und schreiben Sie in den Kommentaren, wie Sie die Stacy Matrix anwenden. Bis zum nächsten Mal.